Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Let's Talk About Holzbau. Heute, wie angekündigt, wollen wir uns mit dem zweiten Dateiformat beschäftigen, das wir auf Weinmann-Maschinen im Gebrauch haben, und zwar dem BTL-Format. Dieses wird ebenfalls direkt aus dem CAD-Programm heraus erstellt bzw. exportiert, kommt allerdings nicht aus dem Hause Weinmann, sondern ist über viele Maschinenhersteller hinweg im Gebrauch. Inhalt einer BTL-Datei sind Einzelstäbe, sprich Sparren, Pfosten, Schwellen und so weiter. Deshalb wird dieses Format bei uns auch nur für die Beamtech, sprich für unsere Abbundanlage, verwendet. In einer BTL-Datei wird nicht nur ein einzelnes Holz abgespeichert, sondern meist die Hölzer einer ganzen Wand oder eines ganzen Dachstuhls oder einer ganzen Decke. Wenn wir uns den Inhalt der BTL-Dateien nochmal ein wenig genauer anschauen, dann haben wir da zum ersten wieder die Kopfdaten, sprich Name, Bauvorhaben und so weiter. Zweitens, wir haben alle Hölzer mit Bezeichnung, Nummerierung und Abmessung. Und drittens natürlich noch die Bearbeitungen der einzelnen Hölzer. Die Bearbeitungen werden über sogenannte BTL-Schlüssel definiert. Dabei steht jeder BTL-Schlüssel in gewisser Weise für eine Form, die später von der Maschine ausgeschnitten oder ausgefräst wird. Durch verschiedene Parameter im BTL-Schlüssel wird dann definiert, an welcher Position im Holz die Bearbeitung liegt und wie deren Abmessungen sind, sprich Tiefe, Breite und so weiter. Um das Ganze noch ein klein bisschen klarer zu machen, hier noch Beispiele. Der BTL-Schlüssel 020 steht zum Beispiel für eine Kerve und der BTL-Schlüssel 030 für eine Ausplattung. Alles klar? Keine Angst, das muss sich keiner auswendig merken. In den CAD-Programmen sind die ganzen BTL-Schlüssel schon hinterlegt und werden automatisch mit exportiert. Des Weiteren kann man einer BTL-Datei auch noch zusätzliche Informationen mitgeben, wie zum Beispiel, ob es sich um einen Sichtabbund handelt. Das hat dann am Ende Einfluss darauf, wie die Maschine produziert. Unter dem Video haben wir euch wieder die Schnittstellenbeschreibung verlinkt, wo ihr noch weitere Informationen zum Thema BTL findet. Kleiner Hinweis, diese existiert nur in englischer Sprache. Um das ganze Thema mit den Dateiformaten nochmal zusammenzufassen: WUP-Dateien beinhalten Elemente, werden also nur für die Maschine der Elementfertigung gebraucht. BTL-Dateien beinhalten Einzelstäbe, werden bei uns also nur für die Beamtech, sprich die Abbundmaschine, gebraucht. So viel zu diesem Thema. Im nächsten Video würden wir euch gerne zeigen, wie ihr es schaffen könnt, dass euer Fräser länger als einen Tag überlebt. Bis dahin, eine gute Zeit.